Hi, ich bin Piratenschreck. Ich zeige euch heute in diesem Kurzvideo, wie ihr die Hefeprobe aufbereitet, wie ihr sie verdünnt und wie ihr sie dann schließlich in die Zellkammer einführt. So, also jetzt habe ich hier die Zellkammer. Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Praktisch ist bei der Zellkammer hier diese Schächtelchen. Die kann man schön zum Ablegen nehmen, wenn man die Sachen vorbehandelt hat. Die Zellkammer ist hier eine Türk-Zellkammer. Da ist also unten vom kleinsten Quadrat die Fläche angegeben, 0,0025 Quadratmillimeter. Und die Höhe ist bei praktisch allen Zellkammern gleich, 0,1 mm. Ja, wenn sie nicht ganz sauber ist, dann tue ich sie eben kurz reinigen. Mache ich dann mit einem nicht fusselfreien Tuch, aber das geht so. Wichtig ist, dass ich abziehe. Das hört man schon, ja, dass es recht sauber ist. Ich ziehe das immer in eine Richtung ab. Dann kann ich noch ein bisschen mit Druckluft die letzten Stäube entfernen. Und das Deckgläschen, das Besondere, das habe ich auch hier. Auch nicht ganz sauber. Gut, das halte ich vor. Auch wieder abziehen in eine Richtung. So. So, und das lege ich jetzt hier so auf. Jetzt habe ich schon mal die Teile der Zellkammer selber, Deckgläschen, soweit gereinigt. Jetzt zeige ich nochmal hier das Auflegen. Ja, die beiden Stege rechts und links sind also absolut sauber und das Blättchen wird jetzt hier aufgelegt, hier so am oberen Rand und dann mit 2 Daumen mit leichtem Druck in Richtung Mitte nach vorne geschoben und dann mehrfach hin und her geschoben mit sanftem Druck, so lange bis der Widerstand so groß ist, dass man nicht mehr verschieben kann, und dann sitzt es perfekt. Ja, dann mache ich das mal. Kurz angehaucht, Plättchen aufgelegt und mit sanftem Druck nach vorne geschoben. Und lässt sich noch leicht bewegen. Jetzt sitzt fest und man kann, denke ich, auch schon ganz gut sehen, dass hier Regenbogen anfängt zu wachsen. Ja, und das macht man so, dass man es, sagen wir mal, ein paar Minuten liegen lässt. Ja, da wächst der Regenbogen und dann haftet das Plättchen richtig fest an. Also man kann es nicht mehr verschieben. Wenn mir jetzt das nicht gefällt mit dem Hauch da in der Mitte, kann ich auch hier so mal einen Daumen drauf halten und kann hier mal so ein bisschen mit Druckluft das rausspritzen. So, jetzt ist der Hauch auch weg und gut, jetzt habe ich mein Zellkammerplättchen soweit vorbereitet und kann zum nächsten Schritt übergehen. So, kommen wir zur Verdünnung der Probe. Die habe ich eben frisch aus dem Keller geholt. Durchmische die jetzt nochmal ordentlich, indem ich den Inhalt hier ein paar Mal mit der Pipette aufziehe und wieder zurückgebe in das Probenglas. So, wenn ich das gemacht habe, kann ich das ablegen, brauche ich nicht mehr. Jetzt kommt hier die Spritze ins Spiel, also 10 Milliliter sollte sie haben. Ich brauche dazu Wasser, einfach nur Leitungswasser und noch ein Gläschen zum Verwerfen. Also ich ziehe jetzt auch hier mit der Spritze die Probe auf, durchmische das noch mal ein bisschen. So, und jetzt habe ich also mindestens 2 Milliliter aufgezogen. Da ist jetzt noch ein bisschen Kohlensäure drin, das lasse ich raus. So.
So, und jetzt muss ich sehr genau arbeiten. Die erste Messarbeit hier auf 1 Milliliter ist die wichtigste. Die genaueste muss es sein. Die weiteren Schritte sind dann nicht mehr so entscheidend. Ich schiebe also den Kolben bis zur Markierung von 1 Milliliter vor. Ich denke, es passt ganz gut. Dann nehme ich mein Wasser, ziehe hier auf 10 Milliliter, möglichst auch ohne Luft. So, jetzt habe ich im ersten Schritt schon mal eine Verdünnung von 1:10 hinbekommen. Diesen Schritt wiederhole ich jetzt nochmal. Ich verwerfe also wieder 9 Milliliter, dass nur noch ein einziger Milliliter drin ist. Ich sehe gerade, haben sich schon wieder Bläschen gebildet. Die schieben wir auch gleich raus. So. Schieben wir also den Kolben vor bis zur 1 Milliliter Markierung. Ich glaube, das passt wieder ganz gut. Und wiederholen den Vorgang, ziehen hier also nochmal auf 10 auf und braucht jetzt nicht mehr so genau sein. So. Und jetzt habe ich also eine Probe 1:100 verdünnt und die kann ich jetzt im nächsten Schritt in meine Probenkammer geben und auszählen. Das mache ich jetzt als nächstes. Ich stütze mich da mit dem Handballen auf meine Zählkammer, mit den anderen Händen halte ich die Zählkammer und führe von oben hier den Tropfen heran und lasse den ganz sachte hier unter das Deckgläschen fließen, bis der Zwischenraum komplett ausgefüllt ist. Wenn dann noch was übersteht, hier oben, das kann ich abtupfen, kein Problem. Gut, fertig ist die Probe. So, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir bleibt jetzt nicht mehr viel als AD zu sagen. Ja, und cool bleiben, Stress vermeiden. Hock die lieber her. Trink mal nur ein Seidler Bier.